In meiner heutigen Präsentation möchte ich mich mit einem Thema beschäftigen, das das Fundament eines jeden universitären Studiums bildet, viele Studierende jedoch vor immense Hürden stellt, dem wissenschaftlichen Arbeiten. Es wird oft die Frage aufgeworfen, warum das Verfassen von Hausarbeiten oder das korrekte Zitieren so strikt eingefordert wird und ob diese Fähigkeiten in Zeiten automatisierter Textgenerierung überhaupt noch zeitgemäß sind. Ich möchte zunächst darlegen, warum wissenschaftliches Arbeiten eine zentrale Kernkompetenz darstellt, im Anschluss die typischen Herausforderungen für Studierende beleuchten und abschließend die aktuelle Debatte um den Einsatz von künstlicher Intelligenz einbeziehen. Das Beherrschen wissenschaftlicher Methoden ist weit mehr als nur das formale Einhalten von Regeln. Es schult das kritische Denken und die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte objektiv zu analysieren. Wer wissenschaftlich arbeitet, lernt Behauptungen nicht einfach ungeprüft zu übernehmen, sondern sie anhand von validen Quellen und empirischen Daten zu belegen. Ein gutes Beispiel dafür ist das Schreiben einer Bachelorarbeit. Hier müssen Studierende beweisen, dass sie eine Fragestellung systematisch und methodisch sauber beantworten können. Das will ich mit folgendem Beispiel verdeutlichen. Ein Medizinstudent muss in der Lage sein, Studien zur Wirksamkeit eines Medikaments kritisch zu hinterfragen, anstatt sich auf die Zusammenfassung des Herstellers zu verlassen. Auf der anderen Seite bringt diese Arbeitsweise für viele Studienanfänger erhebliche Schwierigkeiten mit sich. Meiner Erfahrung nach zeigt sich daran, dass die formale Komplexität wie das korrekte Zitieren oder das Erstellen eines Literaturverzeichnisses oft zu Überforderung führt. Ein unbedachtes Plagiat kann schwerwiegende Konsequenzen bis hin zur Exmatrikulation nach sich ziehen. Dazu fällt mir das Beispiel des Zeitmanagements ein. Die zeitintensive Recherche in Bibliotheken und Datenbanken wird von vielen unterschätzt, was in der Endphase oft zu enormem psychischen Druck führt. Zudem stehen Hochschulen heute vor einer neuen Epoche. Durch den Einzug von KI-basierten Schreibwerkzeugen hat sich das wissenschaftliche Arbeiten radikal verändert. Die Verführung ist groß, Arbeiten per Mausklick generieren zu lassen. Meiner Meinung nach ist ein generelles Verbot dieser Tools jedoch der falsche Weg. Universitäten sollten Studierenden viel mehr beibringen, wie man KI als Assistenzwerkzeug nutzt, während die Eigenleistung, die logische Argumentation und die kritische Überprüfung der Fakten weiterhin in der Verantwortung des Menschen liegen müssen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wissenschaftliches Arbeiten das Gütesiegel akademischer Bildung bleibt. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und bin gespannt auf Ihre Fragen. Vielen Dank für deine strukturierte Präsentation. Wenn ich dich richtig verstanden habe, ist wissenschaftliches Arbeiten für dich die Grundvoraussetzung für kritisches Denken und akademische Objektivität. Du hast betont, dass es darum geht, Quellen fundiert zu prüfen, statt Behauptungen blind zu glauben. Als größte Herausforderungen hast du die formale Strenge beim Zitieren sowie das oft mangelhafte Zeitmanagement genannt. Abschließend hast du das Thema KI aufgegriffen und dich gegen ein Verbot ausgesprochen, sofern die Studierenden lernen, diese Werkzeuge kritisch und nur als Unterstützung zu nutzen. Du hast die Gefahr von Plagiaten erwähnt. Glaubst du, dass Universitäten zu streng mit formalen Fehlern umgehen? Oder ist diese Härte notwendig, um die Qualität der Wissenschaft zu sichern? Das ist ein wichtiger Punkt. Ich denke, bei bewusster Täuschung ist Härte absolut notwendig. Allerdings sollte bei Studienanfängern in den ersten Semestern der Fokus eher auf der Vermittlung der Methodik liegen, statt kleine formale Fehler sofort drakonisch zu bestrafen. Sollten wissenschaftliche Arbeiten deiner Meinung nach verpflichtend für alle Studiengänge sein oder macht das in eher praxisorientierten Fächern wie Design oder Ingenieurwesen weniger Sinn? Ich verstehe diesen Einwand, möchte aber gleichzeitig darauf hinweisen, dass auch ein Ingenieur Berichte schreiben oder neue Technologien dokumentieren muss. Das Format mag sich ändern, zum Beispiel ein Projektbericht statt einer klassischen Hausarbeit, aber die methodische Sauberkeit bleibt überall gleich wichtig. Wie beurteilst du die Zukunft der Hausarbeit? Glaubst du, dass traditionelle schriftliche Arbeiten wegen der KI bald durch mündliche Prüfungen oder Präsentationen ersetzt werden müssen? Dazu möchte ich sagen, dass das eine sehr wahrscheinliche Entwicklung ist. Um die tatsächliche Eigenleistung zu überprüfen, werden Universitäten vermutlich vermehrt auf Kombinationen setzen. Eine schriftliche Ausarbeitung, die im Anschluss in einem mündlichen Kolloquium verteidigt werden muss.